Okay, weiter geht's. The screwdriver just broke. Ich weiß ja nicht, was das für beschissene Schraubendreher sind, die wir jedes Mal, wenn man 2 Schrauben losdreht, direkt zerbrechen. Aber gut. Holy 1990s. It's an old cardboard standee. Just a nostalgic keepsake from one of the overseer's bookstore signings. I don't know where Zager found this life-sized embarrassment, but it appears he was using it for target practice. Aber nur mit Dartpfeilen. Nicht mit praktischen Waffen. Sonst noch was? Ja. Holy 1990s. Was? Achso. I guess Zager didn't appreciate the owl gift. Eine Überwachungskamera drin. Sehr schön. Das sieht mal aus wie ein Taser. Da liegt ein Schraubendreher vermutlich. Not to be outdone by the overseer, our man Zager had printed his own first edition before his untimely death. Zagers First Edition. Na gut. Sadly, overt fascism continues unchecked in many parts of the world. As a journalist, Zager covered atrocities like this one before he ever snuck inside Metamorphosis. These stories only further fueled his outrage. Ich habe die Artikel immer gar nicht gelesen, obwohl man die eigentlich lesen kann, ne? 11. November 2013. Around 80 people were put to death this week in large-scale public executions conducted by Kim Jong-un's regime, reports a major South Korean newspaper. Ja, aber kann man ja Stammbild machen und es da selber lesen bei den anderen Dingern. Bei den früheren. The killings took place simultaneously November 3rd across 7 major North Korean cities, where local authorities exterminated victims for infractions such as watching South Korean films, owning a Bible, or distributing pornography. An anonymous source familiar with the North's internal affairs told South Korea's Jong-an Jibu in Wonsan, an eastern resort town, officials forced 10,000 gathered civilians from all ages to watch the deaths of 8 people by firing squad, corralling the helpless crowd into a stadium before opening fire with machine guns on a group of hooded victims staked to wooden poles. I heard from the residents that they watched in terror as the corpses were so riddled by machine gun fire that they were hard to identify afterwards. The source said members of the victims' families were reportedly sent to political prison camps. Kim gave no reason for the violent reprisal, and no deaths took place in the capital of Pyongyang, where the state coaxes support from the ruling elite. Since most charges related to South Korea, the measures are being widely seen as cracking down on anti-nationalist sentiment. Ja, typisch Nordkorea halt, ne? Zager was busy designing his own manifesto. Never turn your back on your government. That's when they stick the knife in it. Nun gut. A new taser. Da haben wir noch ein bisschen Gas. I don't have room for anything else. Okay. Dann war es Gas und kein Schraubendreher. Okay. Die Frage ist, die ersten beiden hatten wir gehört, ne? 2 hatten wir, glaube ich, gehört. Quiet night. You know what? You know what? Privacy is dead. Somehow, I'm still alive.
It's missing. Someone's been in here. I swear it. I know what you're probably thinking. And yeah, I am paranoid. But you'd be paranoid too if everyone was always out to get you. I swear I put these pictures away before I left. Now they're scattered everywhere. Maybe was I just drunk? No. Someone was here. I can't stay here. All's quiet here. Whoever it was, whoever messed with my stuff, they'll be back. I gotta leave this place. I suppose it was only a matter of time. Keeping a secret from the overseer is hard enough. Keeping a secret room, well, that's nearly impossible. I'm gonna have to burn this spot and move on now. Well, still. This is a life, right? Show me a revolutionary who isn't living in their own and I'll show you a revolution destined to fail. Because when that fateful day arrives and technology betrays us, I'll be well suited for survival. I'll set up shop, string some tin cans together, and I'll start spreading that gospel. But for right now, I can't stay down. I can't. Gotta stay hungry. Gotta stay lean. Living in shadow is a necessity in my line of work. You know what it's like? I'm like that rat scratching around behind your walls. Until one day, you don't hear him anymore. And you sit there and you hope he went silent because he's dead. But in your heart of hearts, you know that rat ain't dead. He's off somewhere, making more rats. Wenn Technology betrays us, wenn ich so einen Satz höre, der ist schon so unfassbar dumm. Technology betrays niemanden, ja, also das ist ja nicht die Technologie, die das Problem ist, sondern es ist halt die Leute, die es benutzen. Und Technologie abzulehnen, bloß weil manche sie missusen, ist halt einfach unfassbar dumm, ja. Auch dieser Glaube mit, das hat man ja heutzutage oft, wenn dann bestimmte Sachen irgendwie gemacht werden oder so, dieser Glaube mit Privatsphäre oder manchmal, wenn sie so mit dem Datenschutz so maßlos übertreiben an manchen Stellen. Das Problem ist halt, das ist halt total naiv und auch irgendwie ein bisschen dumm zu glauben, dass man irgendwie Privacy hätte, ne? Weil wenn, so wie hier jetzt in dem Fall irgendwelche Staatsorgane mit ihren Geheimdiensten und so, wenn die was von dir wollen, dann überwachen die dich auch, ja. Völlig egal mit welchen Mitteln. Das haben sie vor 100 Jahren schon gekonnt und das können sie heute auch. Ja, die Mittel sind halt andere heute, aber bloß weil man bestimmte Mittel oder so jetzt verbietet, verhindert man damit gar nichts. Und man erschwert es nicht mal irgendwie sonderlich unbedingt. Und der Punkt ist halt der, dass die Technologie halt die Menschheit voranbringt, ja. Und man muss dann halt gucken, wie sie eingesetzt wird und muss sich halt Mittel überlegen, wie man einen Missbrauch von Technologie irgendwie feststellen kann und dann irgendwie dagegen zu agieren. Aber Technologie abzulehnen, ich meine, jede Technologie, ne? Ich meine, im Grunde dann müsste ich auch nach der Argumentation müsste ich die Medizin ablehnen, weil die Medizin hat zu Wissen über den menschlichen Körper und Stoffwechsel geführt über die letzten Jahrhunderte, was dazu führt, dass man heute viel bessere Gifte herstellen kann, zum Beispiel, ja, oder Biowaffen herstellen kann und so weiter. Will man jetzt deshalb irgendwie in die medizinische Versorgung des Mittelalters oder der Antike zurück und dann irgendwelchen 0815-Krankheiten sterben, bloß weil man Medizin irgendwie missbrauchen kann für Biowaffen oder so. Und das ist halt bei anderen Sachen genauso. Ja, die Technologie ist halt nicht das Problem. Ja, die Menschen, die sie halt entsprechend benutzen, machen es halt zum Problem. Und dann darf man nicht gegen die Technologie agieren, sondern man muss halt gegen diese Menschen agieren. Ja, das ist halt immer dieser Schwachsinn. Das ist auch das, was wir bei diesen Pseudodiskussionen über Datenschutz und so nicht beachten. Ja. Es gibt halt bestimmte Sachen, die kann man halt irgendwie schützen, okay, weil es keinen Grund gibt, die Informationen irgendwie zugänglich zu machen, aber es gibt halt an anderen Stellen auch Sachen, die einen riesen Vorteil hätten, ja, wenn bestimmte Sachen irgendwie digitaler erfasst werden. Also muss man da halt immer so ein bisschen gucken, ist
der Mehrwert halt wirklich ein Mehrwert oder nicht, ja. Aber gut. Nummer 4. Nothing to report. Know your enemies. Now, I'm not talking about those that come at you with clenched fists, but with open arms. I'm not talking about that creepy old Victorian on the hill with the rickety shutter and the murder crows perched on the roof. No, that's too easy to see. I'm talking about the charming Mediterranean split level with the 2.5 kids in the yard. The one that looks warm and inviting, and you don't realize you're in a frame until you step inside and that big door swings shut on you. That is the real House of Horrors. Not Derringer. Not Derringer. A blind man could see through his brand of corporate evil. I'm talking about Treglazov. I'm talking about his mouthpiece, Maddie Sade, a resident journalist. A woman who's literally in bed with the overseer. Or has been. People talk. Anyway. I don't know what kind of journalist she was on the outside, but she's certainly sold her soul 1,000 times over in here. And what makes her so insidious is that she's too damn pretty. She's the plastic that'll melt first and cause a grease fire when the revolution heats up. She tells her lies through a megawatt smile. But for now, she's more dangerous than Derringer or any of those masked chumps. Even Mireille and all her empty promises have got nothing on Maddie. Actually, bad example. Mireille has got something on everyone. I've seen the files. All's quiet here. Yeah? That gives me an idea. Ist auch so ein bisschen, ich meine, also das Gebäude intern ist so vom Design her irgendwie schon ganz cool mit diesen Holzvertiefelungen und so, aber wenn das hier das Hauptquartier ist oder wo sie halt ihre Precals reinwaschen, ja, ich meine, wer hat das gebaut? Wieso gibt es hier so Geheimräume, in die man nur über so einen Schacht reinkommt, ja? Das ist schon auch ein bisschen unlogisch eigentlich, wenn man sich es genau überlegt, dass es solche Räume überhaupt gibt in dem Gebäude, die nur Säger bekannt sind, ja. Augenscheinlich. Everything looks good. Zager here. Today, all Prizrak were required to report to the reading room for a mandatory audience with the overseer. Wait, I'm sorry, correction. The few and the proud were pleasantly surprised to find themselves graced by a visit from the big cheese himself. His Majesty treated our hometown heroes to a few select passages from his manifesto. And after all the applause, he even sat down to sign a few copies. So about this time, I'm off. I'm wandering the halls, doing a bit of reconnaissance when some FOB Prizrak found me and dragged me along. As luck would have it, I had a manifesto with me. But it wasn't any old manifesto. It was mine. The edited version, where the pages are filled with righteous invective and disciplined truth. Like I've said before, my manifesto is the old man's death warrant. A summons for all the evil he's wrought into this place and beyond. Well, at least it will be once I can crank out enough copies. I'm kind of running a one-man opera here. Where was I? Oh yeah. So, all of a sudden here I am, being hustled up to the podium to meet the man himself. And before I can hide the book, he snatches it out of my hands, opens it up to the first page. Behind the mask, I'm white as a sheet. I'm waiting for him to look down to see my, improvements. I froze. And he just smiles, that big plastic smile at me. Checking in. Kissed me as John Hancock, under the words, "Best wishes." So he hands it over. Off I go, and, well, here I am. I wonder if that smug Treglazov could appreciate the irony of signing his own death warrant. I know I do.
Die Szene haben sie geklaut aus Indiana Jones, ja? Wo der Hitler da das Buch unterschreibt. Aber gut, das ist dann alles hier. Das Gas kann ich nie mitnehmen. Oh oh. Bin ich natürlich genau in dem Moment raus, wo er hier zu mir hinläuft. Oh, der andere Dödel ist da. Das gefällt mir gar nicht. Ich kann die Kamera nicht wechseln. Was ist denn hier los? Kamerawechsel funktioniert nicht. Das ist sehr ungünstig. Immer noch nicht. Aber jetzt einmal einen automatischen Kamerawechsel braucht, kriegt man ihn nicht, ne? Danke. Reporting. Darf ich jetzt wieder? Nee, darf ich immer noch nicht. Ja, super, der reagiert auf gar nichts. Auch die Ablenkungsgeschichte darf ich nie machen. Ist ja blöd. Da muss ich wahrscheinlich jetzt da rechts ins Museum zurück. Aber ohne vorscouten zu können, ist das natürlich auch ein bisschen blöd, ne? I hope they can't see me here. Okay. Muss ich mal einmal den Controller neu connecten? Wobei es, glaube ich, daran nicht liegt, weil alles andere funktioniert ja noch, nur die Kamerawechsel nicht. Okay, schauen wir mal. Also, wenn ich jetzt einmal zurückgehe ins Main-Menü. Last Checkpoint, das ist halt auch blöd, ne? Ich weiß ja nicht, wo der letzte Checkpoint jetzt ist. Vielleicht recovert es, wenn ich in den Raum da wieder zurückgehe oder so. Shit. Jetzt nicht. Ach, herrje. Jetzt sammle ich mal das Buch da ein. Ja, ist schon ein bisschen buggy hier. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. I'll hold on to this. So, welches Buch haben wir? Salman Rushdie is about as much an idiot as Pasternak, particularly when he waxes political in Midnight's Children. Everyone wants freedom from empire until they must deal with the dolor of life without empire. His liberation of India is a distorted poetic dream. Revolutions happen unknown, except to the prescient few who take the reins. And in our time, those reins are cables that choke undesired information from the public eye. Oh, darf ich To get wieder? into the headmaster's office upstairs, we'll need his PIN code. I don't have it in my files, but we can recover it. We'll need to answer some security questions first. Okay, when did to emigrate? Was war's? 68. Ist ja übergesetzt. Ich hoffe mal, dass es auch seine Emigration ist.
Oh, verdammt. To what country do you want to retire? What chronic illness? Okay, wie funktioniert das jetzt wieder? Puh. Bin mir nicht so sicher, dass wir die Infos da irgendwo dabei hatten. Ich muss mal auf die Nummern achten, ob ich jetzt wirklich alle von den Infoständen schon besucht habe. The first draft rumbled from my mind and shook the pen. Okay, das ist das. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Place is quiet. No sign of the girl. NTR. Okay, das ist Nummer 2. And though I was born into a world already in progress, with its arcane laws and perverse morality, with a washwoman for a mother and a question mark for a father, I knew that one day I would retire to a country of my own design, free from societal restraint. Okay. Retire country from his own design, also keins der above. Das passt schon mal. Welche chronische Krankheit wurde bei ihm diagnostiziert? Checking in. Ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern, dass wir da irgendwas zu dem Thema gehabt hätten. Nummer 1. Upon completing the first draft, I delivered it personally to a small publishing house in the capital of France. A minor company I acquired and resurrected to suit my needs. I even went so far as to live in the rickety old apartment above the offices to personally oversee the publishing process. Ich meine, wir dürfen ja einen Fehler machen.
Aber wenn die dritte Antwort falsch ist, werde ich wahrscheinlich trotzdem den PIN-Code nicht bekommen. Die Frage, ob ich das einfach durchprobieren kann. Nothing going. I hope they can't see me here. Schauen wir gerade ob hier irgendwo einer rumschleicht. Nope. Er ist Nummer 4. If freedom of movement is one of the fundamental rights of man, then a prison train, such as this was, provided an ingenious loophole for my scheming captors. They slapped a fresh coat of paint on its rotting sides, and even went so far as to give it a rugged and exciting-sounding name, the Siberian Express. Okay, da haben wir nichts mit einer Krankheit. Das wollte ich nicht, das wollte ich. Da haben wir 7, 5. Das andere ist wahrscheinlich dann Nummer 6. Hier vorne. Also Nummer 7. If the food was bad, the water was worse. Discolored to the point that someone must have dyed it on purpose, and the taste could only be described as septic. Were it not for my robust constitution, I would have succumbed years ago to dementia from all the lead and other heavy metals in that toxic swill. Okay, da prahlt er mit seiner guten Konstitution. Dass er den Mensch ja hätte, wenn er denn vom Blei, wenn er dann nicht so eine gute Konstitution hätte. Jetzt die Frage, ob das ein Hinweis ist, dass er tatsächlich doch Dementia hat. Man weiß es nicht. My rations of stale bread and moldy cheese seemed especially cruel as our prison train crossed the Kama River into the foothills of the Ural Mountains. There, we passed one bucolic farm after another, every field dotted with plump Russian black-pied cattle. Never in my life have I felt so bereft. I would have committed the most heinous of crimes to have tasted the rich, salty goodness of their flesh. They forged me a pair of cold, gray leg irons to match the color of my eyes. A decidedly rare trait I believe I inherited from my Ainu mother. Okay, aber da Nummer 3. Having tripped over every pesky regulation in my adopted Japan, I decided to advance my study of genetics in America, and I couldn't have arrived at a more auspicious time in history. Within a year, they had put a man on the moon. First Class. Er sitzt im Raucherbereich. Weiß nicht, ob das vielleicht ein Hinweis ist. Dass er irgendwie eine Lungenerkrankung vielleicht hat. War jetzt 1 bis 7. Jetzt sind aber wahrscheinlich auch alle, ne?
Kommt hierher. Check in. Problem ist, dass der halt hier weiterläuft. Nothing to report. NPR. Na gut, versuchen wir unser Glück. To get into the headmaster's office upstairs, we will need his PIN code. I don't have it in my files, but we can recover it. We'll need to answer some security questions first. Heart Disease, Alzheimer, MS oder Diabetes? Ist doch echt die Frage, wo ich das erfahren soll. Die Frage ist, wenn ich jetzt eins rate und das ist falsch, dann habe ich einen Fehler. Und wenn ich dann die Fragen nochmal falsch beantworte, dann zählt das wahrscheinlich als der zweite Fehler. Das heißt, jetzt zu raten ist dann vielleicht auch ein bisschen... Da gab es aber eigentlich nichts, was... A PIN code is required to get up to the overseer's office. Ja, sehr hilfreich. May I suggest gleaning some personal information about him in his museum next door? It might come in handy when answering any Tja, leider hilft mir das überhaupt nicht bei der Frage nach seiner Krankheit. False prophet. Okay, das hilft mir auch nicht. I hope they can't see me here. Also in diesen 7 Stationen war nichts von wegen einer Krankheit, was mir irgendwie aufgefallen wäre. Clear. NPR. Raten ist jetzt halt schon blöd, ne? Wo ist er denn? Komm.
nichts mehr drin, da konnte man aber letztes Mal schon alles mitnehmen. Das wollte ich nicht, das wollte ich... Das war nur das. Welcome to my domain. Ist halt echt die Frage. What are you buying? Sorry to see you go. Wo kriege ich raus? Was seine Krankheit ist. Das Einzige, was mit seiner Konstitution und Gesundheit und so zu tun hat, ist ja die Geschichte hier, aber... Place is quiet. If the food was bad, the water was worse. Discolored to the point that someone must have dyed it on purpose, and the taste could only be described as septic. Were it not for my robust constitution, I would have succumbed years ago to dementia from all the lead and other heavy metals in that toxic swill. Mein Schwermetalle, Dementia, ich meine, ich könnte es natürlich probieren mal mit Alzheimer. Ob das tatsächlich der Hinweis sein soll. Nothing. Ansonsten wüsste ich nämlich echt nicht, welcher Hinweis hier sonst noch zu holen wäre. To get into the headmaster's office upstairs, we will need his PIN code. I don't have it in my files, but we can recover it. We'll need to answer some security questions first. Weil das Einzige, was überhaupt ansatzweise auf eine Art von Krankheit hindeuten kann, ist diese eine Ansage da mit dem Dementia. Probieren wir es mal. Okay, dann war das tatsächlich der Hinweis. Na gut, wenn er so viel Blei getrunken hat. 1881, aber das muss ich mir ja nicht aufschreiben. Okay, dann können wir jetzt wieder hoch. Oder auch nicht, da ging gerade die Tür. Ah, der geht wieder weg, okay. Clear. Omni 2, da kann ich dir leider nicht helfen. Aber mit dem PIN-Code kann ich dir helfen. So, was haben wir hier? Da haben wir ein Buch in seinem Schreib- und Lesezimmer. Da steht Green. Kyle Green. Why, librarian, you look like you've seen a ghost. I see many ghosts on these walls. Why would you take pictures with monsters, and worse, display them proudly? I have sat for pictures with many important people, even people I find disagreeable. I suspect you mean me. How could you stand beside this man here?
Not a fan of the Generalissimo, are we? I crossed an ocean to escape Franco's brutality, only to find his brand of fascism had been imported to Argentina. Well, I can't speak to that, but I will say I found our meeting quite pleasant. He was an excellent conversationalist, and his taste in wine impeccable. Mhm. Wenn du das sagst. I've been this way before. We're getting closer to the headmaster's office. Der geht wieder hoch. Ja, ihre Vergangenheit mit dem Headmaster ist auch ein bisschen schräg, This may aber... come in handy. Oh, falscher Knopf. Den wollte ich. Kafka's Metamorphosis. Best to keep using the German title. Die Verwandlung. We cannot risk cross-contaminating the name of our grand experiment with this simplistic trash. This book portrays the act of transforming one's essence as a vile and isolating experience. Such misinterpretation would burden our children with doubt toward our own ends. Squash this vile bug, librarian. Ja gut, Kafka schon ein bisschen anstrengend. Auch die Verwandlung ist jetzt nicht gerade irgendwie ein pleasant read. Okay. Jetzt haben wir hier nichts. Die Frage ist natürlich so ein bisschen... Wo läuft der lang? Noch steht er da oben dumm in der Gegend rum? Wo bin ich? Da bin ich. Ja genau, geh ruhig runter, damit ich nicht mehr sehen kann, wenn er zurückkommt. Genau. Wahrscheinlich muss ich ihm direkt hinterherlaufen, wenn er... Another quiet night. Ich kann mich natürlich hinter den Pflanzen verstecken und dann oben vorbei, wenn er wieder unten auf der Treppe ist, weil hier habe ich sonst anscheinend... Doch in der Ecke kann ich mich verstecken. Nachdem wie viel Zeit ich habe. Wenn ich hier erstmal durch bin, ist es erstmal okay. We'll check his pockets. Got it. I'll hold on to this. Batterien! So, da haben wir wieder eine Disk. Mir Moni Pete. Gut, das interessiert mich jetzt auch nicht. Sehr schön. Sind wir vorbei. Da lag irgendwas. A Zager cassette. Gut, gut. Kann ich hier vorbeigehen, ohne dass die Tür aufgeht? Ja, sehr schön. Another quiet night. Okay, rechts von mir ist eine Tür. Und geradezu ist auch eine. Da hinten haben wir Omni 2. Das bringt uns nichts. Also eine ist rechts und eine ist... Okay, die 2 da hinten ist einfach nur... ein sehr protziges Office hier, hä? Das heißt, ich gehe erstmal geradezu in den Raum. What do you got? Das ist ein Security-Raum, ne? Ja. Gut.
Was zum Scannen? Ja. Fort Prisrak, stationed in the library. Prekal 993V is still at large. He may have found a way to disable his collar. 933V. We are confident he hasn't escaped, remains somewhere inside the facility. Sweep out old Sega hiding places. Watch your step. (933W). Ist es vielleicht Wieb? Wer hier entkommen ist? That's more than I can carry. Welcome to my domain. See anything you like. Come back anytime. Ah, haben wir noch was. If the battery on the girl's phone runs low, she need only find her way to a confinement room. Ideally, she'll visit them on her own free will, and not with a Prisrak escort. Ja, was du nicht sagst. Okay, das brauche ich aber jetzt nicht direkt verkaufen, weil momentan gibt es ja eh nichts, was wir kaufen können. Da ist einer. Der guckt doch gerade auf die Tür, das ist vielleicht nicht so geil, ne? We owe a debt of gratitude to those giants whose shoulders we've stood upon. The earlier they lived, the larger their stature, and so the greater our debt. While the 20s roared in America, they screamed like a Siberian windstorm in Vladimir's hometown of Simbirsk. A controversial man of the people, he was surely. And the fact that he spent time in political exile makes him that much more admirable, in my estimation. Ich weiß zwar nicht, wieso er jetzt unbedingt Lenin verehrt, weil ich weiß nicht, ob das so ein bisschen, ob das so wirklich zu seinen Ansichten passt, aber gut. Was haben wir hier? His detractors would call him an opportunist, and they would be right. But Yataro Iwasaki was given nothing less than the modest opportunity to bring an entire nation into the modern age, and he succeeded. The nerve of him. Yataro Iwasaki, das sagt mir jetzt tatsächlich gar nichts. Müssen wir mal nachgucken, ne? Plato. Plato's keen eyes peered further into the future than any of his Grecian contemporaries. He was, and will remain, the most vocal supporter of the classic Republic and its earliest. Ja, bloß weil er es auch Republik genannt hat, heißt es aber nicht, dass das mit deinem hier übereinstimmt, Kollege. Bloß weil die das gleiche Wort benutzen, meinen sie nicht dasselbe. A personal favorite. For those who would criticize him for his monopolistic tendencies in the early 20th century, I say, shout it from the rooftops, or, barring that, hop online and voice your disdain in a chat forum. He would appreciate the irony. Theodore Whale sagt mir jetzt auch nichts. The father of Europe was besieged from all sides by pagan tyranny. And then in the year 800, he did a most remarkable thing. He held the hands of secularism and religion and married them together in what would later be called the Renaissance. Aber die Religion hat es trotzdem geschafft, wieder alles an die Wand zu fahren.
Her death in 1952 was a tragedy, not just for the Argentine shirtless who idolized her, but for the anti-Peronists who celebrated her demise. Christ had a similarly divided populace to contend with, and like Eva, succumbed to sacrifice at the age of 33. It is difficult to write a story as it unfolds, but to wait until it's finished is to risk butchering the telling of it. I would rather strain the wrists of those taking my dictation than cause even a modicum of butchery. Sich selbst direkt hier als Statue in so eine illustre Runde stellen, das sagt ja auch schon sehr viel über ihn aus. Okay. Da gibt es diese Seitenkammer. Ups. Ich will doch noch gar nicht reingehen. Gerade desorientiert gewesen. Okay, ihr habt alle einen Knopf. The statue didn't illuminate. What happened? Oh! Ach hey. Clear. Das heißt, ich muss die jetzt irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge anschalten. Ich habe nur noch keinen Hinweis gefunden. Was ist denn das hier? Star Trek oder was? Der Brunnen in der Mitte? Nur nicht ganz sicher, in welcher Reihenfolge. Möglicherweise irgendwie in so einer historischen Reihenfolge. Oder nach Geburtsjahr. Okay, also erstmal hier in den Raum. Während Kollege Dödel sich die Statuen anguckt. Okay, ich kann da nicht rein, weil es noch zu ist. Und da ist auch Omni 2. Oha, also. Vielleicht in der Reihenfolge, in der historischen Reihenfolge. Dann müssten wir ja mit Plato anfangen. Let's go for the steel. Got it. You can't hide from us. Oh. Da habe ich jetzt nicht wirklich gesehen, was ein bisschen merkwürdig ist, aber... Oh, aber Plato ist schon beleuchtet. Und da war noch wieder so eine Disk. Statue didn't light up. Something's wrong. Okay, das war Lenin. This statue's already activated. Okay. A new statue lit up. Okay, da gibt es tatsächlich
die Reihenfolge sein, weil das war, glaube ich, Charlemagne, ne? The father Ja. of you. 748. Dann haben wir BC. Okay, das ist Graf Rotz persönlich. Her death in 19... Eva wäre dann die vorletzte. Theodor Whale. His detractors... Keataro. Wen hatten wir da? While the... Lenin. 1870. Keataro His detractors... ist 35. 1835. Beeindruckt die Wache auch nicht, dass hier plötzlich das Licht angeht an der einen Statue oder so, ne? That worked. What's next? Okay, dann müsste jetzt Lenin kommen. Weil er... A person... Obwohl, Wähl war 45. Und Lenin war 70. 35. Okay, ja, dann müsste jetzt erstmal Blümchen dran sein. A new statue lit up. Okay, dann müssen wir Lenin nehmen. The statue lit up. I think we did something right. Okay, dann noch Eva und dann Graf Rotz. Wo bin ich denn? Ach, da. Gut, aber dann machen wir das beim nächsten Mal. Weil wir jetzt schon wieder am Ende angekommen sind, hoffen wir, dass das dann richtig ist. Aber es scheint ja so zu sein. Also gut, dann war es das für dieses Mal und beim nächsten Mal geht es ja weiter. Bis dahin, ciao.